Schau mal, Christian, es sind eine Menge Pakete für dich bekommen. Oh, sind die alle für mich? Und das hier? Da weiß ich schon, was das ist. Da habe ich uns selber ein Geschenk gemacht. Das zeige ich euch gleich. Das ist das Kochbuch zu unserem Kanal mit den Gerichten der letzten 12 Monate. Heute ist ein ganz besonderer Tag. Unseren Kanal gibt es jetzt genau ein Jahr. Und wir machen eine Feier mit einem Buffet der Gerichte der letzten 12 Monate. Außerdem mache ich noch einen Moelleux au Chocolat. Den kennt man bei uns auch als Lavakuchen. Diesen Schokoladenkuchen mit flüssigen Kernen hat es schon fast in jedem Disney-Restaurant gegeben. Zum Beispiel im Chez Remy, im Inventions und im Captain Jack's. Es gab ihn sogar einmal beim Art Festival in Epcot im französischen Pavillon. Für den Moelleux au Chocolat brauchen wir folgende Zutaten. 200 Gramm Kuvertüre. Ich nehme immer 100 Gramm Vollmilch und 100 Gramm Zartbitterschokolade, 200 Gramm Butter, 6 Eier, 100 Gramm Zucker und 100 Gramm Mehl. Dazu gibt es noch ein Mango-Minzeis. Dafür benötigen wir eine Reife Mango, 70 Gramm Zucker, ein Eigelb, 175 Milliliter Milch, 50 Milliliter Sahne, eine Handvoll Minzblätter, ungefähr 2 Kilogramm Crushed Eis oder Eiswürfel und ungefähr 300 Gramm Salz. Für den Schokoladenkuchen brauchen wir 200 Gramm Butter. Die Butter schneide ich in kleine Stücke und gebe sie in eine Schale. Dafür nehme ich eine Metallschüssel. Dann hacke ich noch die Schokolade in kleine Stücke. Die Schokolade gebe ich dann zu der Butter in die Schüssel. Dann habe ich einen Topf mit kochendem Wasser vorbereitet. Das Ganze müssen wir nämlich jetzt im Wasserbad schmelzen. Im Wasserbad können die Zutaten schmelzen, ohne anzubrennen. Wie ihr ja bereits gelernt habt, schlage ich die Eier immer auf einer glatten Oberfläche auf, damit wir keine Splitter bekommen. Die Eier gebe ich jetzt zusammen mit dem Zucker in eine Rührschüssel. Ich rühre die Masse jetzt kurz mit dem Handmixer durch. Wenn die Eier schaumig sind, gebe ich die Masse unter unsere flüssige Schokolade. Als nächstes hebe ich das Mehl mit einem Sieb unter die Masse. So, der Teig ist jetzt fertig
Und den fülle ich jetzt gleich in die Backförmchen. Ich benutze immer gerne Silikonbackförmchen. Wenn ihr Metallbackform verwendet, dann müsst ihr sie natürlich vorher einbuttern und ausmehlen. Den Backofen habe ich auf 200 Grad vorgeheizt und unsere Schokoküchlein, die kommen jetzt für 7 bis 9 Minuten in den Ofen. Christian, als wir neulich im Disneyland waren, da haben wir doch diesen kleinen Jungen gesehen, der ein Prinzessinnenkleid getragen hat. Die Leute haben ja alle ziemlich komisch geschaut, aber dem Kleinen und den Eltern schien das egal gewesen zu sein. Was meinst denn du zu diesem Thema? Stimmt. Ist schon ein ungewöhnlicher Anblick. Aber warum eigentlich? Mulan verkleidet sich ja auch als Mann. Und das stört niemanden. Vielleicht liegt es daran, dass es früher im Disneyland nur Kostüme für Mädchen, Prinzessinnenkleider gegeben hat und keine Kostüme für Jungs. Aber mittlerweile gibt es auch tolle Kostüme für Jungs. Die Kostüme sehen echt toll aus. Aber leider gibt es sie nur in Kindergröße und nicht für Erwachsene. Viele Erwachsene verkleiden sich ja auch gerne. Das sieht man ja im Karneval. Ich hoffe ja, dass es im Disneyland vielleicht auch bald mal Kostüme für Erwachsene gibt. Na, wie sehe ich aus? Aber ich denke, es liegt in erster Linie daran, dass in vielen Disney-Filmen echt coole und starke Frauen die Hauptrolle gespielt haben. Das hat schon beim ersten Disney-Film angefangen, mit Schneewittchen. Dann ging es weiter mit Aurora, Ariel, Pocahontas, Belle, Merida, Mulan, Tiana, Rapunzel, Jasmin und natürlich Anna und Elsa. Aber manche Leute scheinen ja schon ein Problem zu haben, wenn sie das sehen. Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass viele Eltern ein Problem damit haben, dass... Ja, womit eigentlich? Ihr glaubt ja gar nicht, was man im Internet dazu lesen kann. Internet? Das muss ich sehen. Man reiche mir das Internet. Ein Junge in einem Kleid. Das sieht doch lächerlich aus. Kleider sind was für Mädchen und Jungs gehören in Hosen. Die Eltern sollten ein Gespräch mit einem geeigneten Therapeuten suchen und mit ihm klären, welche Schritte notwendig sind. Es ist höchste Zeit zum Eingreifen, bevor er sich in der Schule lächerlich macht. Das fällt ja auch auf dich zurück, wenn die anderen Kinder zu Hause davon erzählen. Rede mit ihm ein klares Wort, dass du dich für ihn schämst. Pack ihn bei seiner männlichen Ehre und lass ihn spüren, wie stolz du auf den Sohn bist. Aber es gibt durchaus auch andere Meinungen. Das ist im Verlauf der kindlichen Entwicklung ein ganz natürlicher Prozess. Die Mädels sind beim Mutter-Vater-Kind-Spielen auch ständig die Väter und malen sich Schnurrbärte an. Jeder soll vor seiner eigenen Türe kehren und andere in Ruhe lassen und ihnen nicht ein fragwürdiges und künstliches Männer- oder Frauenbild aufzwingen. Ich bin der Meinung, dass Kinder sich ruhig auch in verschiedenen Rollen ausprobieren dürfen sollten. Ich glaube, das Beste ist, den Jungen machen zu lassen und ihn zu nehmen, wie er ist. Wer es lächerlich findet, wie ein Mädchen auszusehen, sollte mal gründlich über sein oder ihr Frauenbild nachdenken. Vielleicht ist es schlicht pupsnormal, dass ein Kind sich auf diese Weise ausprobiert, wenn man es lässt. Es gibt da die unterschiedlichsten Meinungen zu diesem Thema. Ich habe da noch eine tolle Seite im Internet gefunden, die solltet ihr euch unbedingt mal ansehen. Die heißt Boys Can Be Princesses Too. Da gibt es Bilder von Jungen, die gerne mal das Kleid ihrer Lieblingsprinzessin anziehen. Die Gründerin Kitty sagt, kein Kind sollte sich für Dinge schämen, die ihm Freude machen. Da bin ich ganz ihrer Meinung. Das Anziehen eines Prinzessinnenkleides macht einen Jungen nicht mehr zum Mädchen, als das Anziehen einer Muschel zu einer echten Ninja-Schildkröte. Wo sie recht hat, hat sie recht. Mich würde interessieren, was denkt ihr zu diesem Thema? Schreibt es mir in die Kommentare.
Jetzt möchte ich aber den Geburtstagskuchen haben. Was gibt es denn heute? Moelleux au chocolat. Das hört sich lecker an. Aber ich möchte ein Eis dazu. Wo ist denn der Koch? Jawohl, Eure Majestät. Ein Eis. Kommt sofort. Bitte sehr, bitte gleich. Jetzt will der Kerl auch noch ein Eis haben. Wo kriege ich auf die schnelle Eis her? Ich hab's. Ich mache ein Blitz-Mango-Eis. Das geht in weniger als 5 Minuten. Dafür brauchen wir jetzt erstmal die Zutaten. Bibidi, babidi, bu. Na, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Jetzt gebe ich die Zutaten alle in einen Mixer. Als erstes die Mango. Etwas Milch. Sahne. Eigelb. Zucker. Und eine gute Handvoll Minze. Und das Ganze rühre ich jetzt kurz durch. Die Mango-Eismasse gebe ich jetzt in einen kleinen Plastikbeutel. Verschließe den Beutel gut. Nehme einen etwas größeren Beutel und gebe etwas Crushed Eis oder auch Eiswürfel da hinein. Und gebe dann den kleinen Beutel mit der Mango-Eismasse in den großen Beutel. Gebe ordentlich Salz dazu. Und verschließe dann den Beutel. Das Ganze müssen wir jetzt 2 Minuten lang gut durchkneten. Und weil das sehr kalt wird, ziehe ich mir Ofenhandschuhe an. Miki, weißt du übrigens, wie der Trick funktioniert? Nee, keine Ahnung. Mit Disney-Magie? Hast wohl in Physik nicht aufgepasst. Das ist ganz einfach. Die Eiswürfel wollen jetzt schmelzen, weil wir Salz dazugegeben haben. Und beim Schmelzvorgang nehmen sie Wärme, Energie aus der Umgebung auf. Und das ist die Wärme, die in unserer Mango-Eismasse steckt. Dadurch kühlt unsere Mangomasse ab und gefriert und wird zu Eis. Man kann schon sehen, dass das Wassereis langsam schmilzt und unsere Mangomasse dadurch gefriert. Ich denke, das sollte jetzt reichen. Ich schaue mal nach, was unsere Mangomasse macht. Ist schon toll gefroren. Den Beutel, den wische ich jetzt außen noch etwas ab. Wir wollen ja schließlich kein salziges Eis haben nachher. Und das Mango-Eis gibt es dann zusammen mit unserem Moelleux au chocolat. Schokoladenkuchen. Die 7 Minuten sind um. Ich hole mir jetzt einen von den Schokokuchen aus dem Ofen und schaue mal, ob er schon durch ist. Man kann feststellen, ob der Kuchen durch ist, indem man leicht auf die Decke drückt. Wenn sie noch nachgibt, dann ist der Kuchen gut und hat noch einen flüssigen Kern. Wenn ihr denkt, er sei noch zu flüssig, kein Problem. Wenn der Kuchen etwas stehen bleibt, dann reift er noch ein wenig nach. Der Schokokuchen sieht schon echt gut aus. Dann können wir gleich mit dem Servieren beginnen. Ich habe mir einen Teller vorbereitet
Darauf habe ich einen Himbeersoßenspiegel und einen Vanillesoßenspiegel gegeben und habe einen Fruchtspieß vorbereitet mit Mangos, Feigen und Weintrauben. Den Moulin au Chocolat gebe ich jetzt auf den Vanillesoßenspiegel und gebe eine Kugel von dem Mango-Minzeis auf die Himbeersoße. Voilà. Bon Appetit! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Ich hoffe, dass das Mango-Minzeis meinen Gästen und vor allem den Prinzen auch schmecken wird. Ich gehe ihn mal suchen. Oh! Ups, verwählt. Na, das sieht doch königlich aus. Das muss ich gleich mal probieren. Ein Traum. Und das Eis. Wirklich lecker. Na, dafür hat der Koch doch ein Like verdient. Also los, gebt ihm ein Like, drückt die Glocke und abonniert seinen Kanal. Da wird er sich sicherlich drüber freuen. Lasset die Feierlichkeiten beginnen.